Hallo meine Lieben, heute geht es um ein Thema, was ich euch eigentlich schon lange versprochen hatte, und zwar ist es das Thema Sublimation, und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie ihr einen ganz normalen Printer, nämlich einen Epson Eco Printer, in einen Sublimationsdrucker umwandeln könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Was ihr hierzu braucht, ist einen Printer. Ich habe hier den Epson ET1500. Das ist ein Eco-Tank-Printer und das ist genau das Wichtige daran, es muss ein Eco-Tank-Printer sein, weil ihr müsst die Sublimationstinte abfüllen können. Lass mich kurz ein bisschen was zum Printer sagen. Es gibt einige, die haben einen Sawgrass Printer. Das ist ein Printer, der extra für Sublimationsdrucken gemacht ist. Der ist halt einfach vom Preis her massiv höher. Ich habe für den hier 600 bezahlt, rund. Und dann natürlich auch noch die Tinte dazu für rund 120. Aber der Sawgrass ist effektiv bei 1900 für denjenigen, wo man auch A3 Seiten drucken kann. Und die kleinere Version, wo ihr A4 drucken könnt, der liegt bei 650. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was ihr damit machen wollt. Für mich ich will das wirklich nur als Hobby machen, und deshalb habe ich gesagt, da reicht mir eigentlich der Epson-Drucker, das heißt, wenn ich einen Epson einfach konvertiere. Und ja, auch da könnt ihr ein Modell nehmen, was günstiger ist. Es gibt auch kleinere Modelle. Ich habe einfach den ET1500, das war das, was ich gefunden habe, was A3 drucken kann, und EcoTank ist das billigste, was ich gefunden habe. Jetzt, wie rechtfertigt sich der Preis vom Sawgrass? Ich habe selber keinen, aber was ich gehört habe, ist, dass diese Modelle oder diese Printer extrem langlebig sind. Das heißt, ihr kauft den mal und er hält wirklich für Jahre. Das ist eine. Das andere ist der Support. Beim Sawgrass habt ihr wirklich einen super Support, und hier beim Epson, weil ihr verwendet den so, wie der eigentlich nicht für vorgesehen ist. Und deshalb verfällt hier die ganze Garantie und auch der Support. Sobald ihr da erwähnt, dass ihr da Sublimationstinte reingemacht habt, werdet ihr auch keine Unterstützung bekommen, weil er ist einfach nicht dafür vorgesehen. Und das andere ist, beim Sawgrass habt ihr eine Software mit dazu, wo ihr quasi einfach einstecken und loslegen. Also von dem her es ist halt, es ist einfacher, den zu verwenden. Den hier müssen wir zuerst konvertieren, damit der überhaupt funktioniert mit der Sublimationstinte. Also da müsst ihr euch so ein bisschen überlegen, was wollt ihr damit machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Shop hätte, wo ich solche Sachen dann auch verkaufe und der wirklich immer laufen muss, damit ich die Bestellungen abarbeiten kann, dann würde ich auf jeden Fall auf einen Sawgrass gehen. Aber für mich zum Hobby, um ein paar Sachen zu machen, reicht der wirklich völlig. Von A3 oder A4, ich habe mich einfach für den entschieden, der A3 drucken kann, weil gerade wenn man T-Shirts macht, kommt man sehr schnell auf eine Größe, wo man ein A3-Format braucht. Und ich wollte nicht zuerst einen kleinen und dann trotzdem auf den großen umsteigen, sondern ich dachte mir, ich weiß dass ich das brauchen werde. Von dem her dachte ich mir, ich nehme hier gleich den großen. So viel zum Drucker. Dann braucht ihr Sublimationstinte. Und ich habe hier wirklich einen komplett neuen Drucker, weil wenn ihr einen gebrauchten nehmt, dann müsst ihr zuerst die ganzen Tanks reinigen, weil da darf keine normale Tinte drin sein. Das müsstet ihr alles zuerst reinigen. Das habe ich mir erspart. Die Tintenbehälter sind komplett ohne Tinte, und eben ich habe hier Sublimationstinte. Da gibt es verschiedene im Angebot. Ich habe für mich einfach die Tinte genommen, die für mich am professionellsten aussah und am vielversprechendsten. Und zwar ist das von Octopus. Und ihr braucht schwarze, blaue, magenta und gelbe. Je nach Sublimationstinte, die ihr habt, hat es oben einen Behälter, wo ihr das Ganze direkt abfüllen könnt. Bei mir ist das nicht der Fall. Das ist eine ganz normale Flasche.
Und deshalb brauche ich, um die Tinte abzufüllen, auch noch Spritzen. Die habe ich bei mir in der Apotheke geholt, ist echt, kostet praktisch nichts. Also ich habe 8 Franken für das alles bezahlt, weil ihr braucht dann auch noch die entsprechenden Tüllen dazu. Und da habe ich ganz einfach die größte Tülle genommen, die es gab. Das seht ihr nachher noch ein bisschen besser. Was ich machen werde, weil ich will diese Spritzen dann auch wiederverwenden, um da nachzufüllen. Und deshalb werde ich die dann entsprechend beschriften. Was ihr für den Sublimationsdruck auch noch braucht, ist Sublimationspapier. Da habe ich einen Stapel, den habe ich von Texprint. Aber ich werde euch die ganzen Materialien unten dann in die Links reinstellen. Was ich zudem auf dem Tisch habe, sind ein paar Handschuhe, ein bisschen Haushaltspapier, einen Plastikbecher und Zeitungspapier, weil ich mir nicht meinen Arbeitsplatz versauen will. Die Tinte, die mitgeliefert wird, das heißt die normale Druckertinte, die könnt ihr auch bewahren, falls ihr mal einen anderen Epson-Drucker kaufen wollt fürs normale Drucken. Aber eben hier rein darf dann wirklich nur die Sublimationstinte. Und jetzt würde ich sagen, wir starten einfach mal und füllen die Tinte in den Drucker ein. Was ihr als allererstes machen müsst, ist überall hier diese blauen Kleber zu entfernen. Und da hat es wirklich viele von drin. Also da müsst ihr wirklich das Ganze überall aufmachen, wo man irgendwie aufmachen kann. Und dann diese blauen Kleber entfernen. Dann, um den zu öffnen, hat es hier einen kleinen Riegel, den müsst ihr drücken. Und dann das Ganze anheben. Und dann kommt hier ein blaues Element und das könnt ihr einfach in der Mitte, so in die Mitte schieben und dann bleibt es auch offen stehen, weil wir müssen hier drauf Zugriff haben. Hier ist unsere Tinte drin. Hier habt ihr die Farben, ne? Zuerst schwarz, blau, magenta oder blau, cyan, magenta und yellow. Und da müsst ihr eben auch die entsprechenden Farben einfüllen. Hier unten beim Plastik seht ihr dann jeweils den Füllstand. Da habt ihr ein Maximal und ein Minimal angezeichnet. Ihr seht das sehr wahrscheinlich jetzt in der Kamera nicht, aber man spürt die auch. Von dem her, hier werdet ihr dann sehen, habt ihr diese kleinen Anzeichnungen, damit ihr wisst, wo der Füllstand ist. Jetzt, bevor wir damit starten, müssen wir natürlich die Spritzen vorbereiten. Die Spritzen, die könnt ihr ganz einfach aus der Verpackung rausnehmen. Ich habe die zusätzlich auch gleich mit einem Vinylsticker beschriftet, damit ich nachher, wenn ich das Ganze gereinigt habe, weiß, welche Spritze ich für welche Farbe verwendet habe. Dann auch die Tüllen, ne, die könnt ihr auch ganz einfach rausnehmen. Die Abdeckung vorne nicht wegschmeißen, die braucht ihr nachher wieder. Und dann könnt ihr das einfach drauf schieben, damit es fest sitzt. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit Schwarz. Das heißt, ich nehme hier meine schwarze Tinte, mache hier auf. Dann nehme ich vorne die Schutzkappe weg und vorsichtig nicht stechen, ne? Und dann könnt ihr quasi einfach die Farbe aufziehen. Jetzt am Anfang ist es immer so, dass da, ja, nicht immer, aber vielfach ist es so, dass ich da Luftblasen drin habe. Dann gehe ich noch einmal, schiebe das nochmal raus und ziehe nochmal hoch. Und dann gehe ich mit der Spitze, hier haben wir ja dieses Plastikelement, da kann ich mit der Spitze einfach reingehen und das anfangen reinzuspritzen. Schön langsam. Und das wiederholt ihr jetzt einfach so oft, bis ihr bei der maximalen Markierung seid. Ich habe den jetzt nicht ganz gefüllt, weil ich den nicht so extrem oft verwende und ich will nicht, dass da irgendwelche Farbe festtrocknet. Einfach um sicher zu sein. Jetzt lege ich die Spritze beiseite, die werde ich nachher noch putzen und nehme die nächste Spritze. Das ist blau, das heißt, ich kann hier schwarz zumachen und gehe rüber zu Cyan.
Wenn ihr da das Thema habt, dass die Flasche irgendwann nicht mehr so voll ist, dass ihr mit der Spritze einfach rankommt, dann könnt ihr die einfach schräg halten oder ihr füllt es in einen anderen Behälter ab. Und auch wenn ihr jetzt das Ganze füllt und dann noch Resten in der Spritze drin habt und den Maximalpegel schon erreicht habt im Tank drin, dann könnt ihr das einfach zurück quasi in die Flasche füllen. Than I am. I have never felt home till you entered my door, and from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing about you. The best thing I did, and I want you to know, was letting you in from that moment I knew. So, ich habe das Ganze jetzt überall bis in etwa die Hälfte gefüllt, alles wieder zugemacht. Jetzt kann ich den Deckel zumachen und auch hier das Ganze wieder schließen. Und dann können wir den ganzen Drucker an den Strom anschließen und mit dem Aufsetzen anfangen. Ich werde noch kurz die Spritzen sauber machen. Da geht es am einfachsten, wenn ihr einen Becher nehmt und da zuerst mit der Luft quasi das Ganze rausdrückt. Und dann könnt ihr das auch noch mit Wasser ausspülen. Dann einfach gucken, dass ihr die wirklich da auch mit das Wasser schön rausdrückt und dann könnt ihr die kurz trocknen lassen, weil hinten könnt ihr das Ganze ja rausziehen und dann die Kappe wieder drauf machen und dann könnt ihr die eben so aufbewahren, dass ihr die markiert habt, welche Spritze für was war und könnt ihr dann, wenn der Tank leer ist, dementsprechend wieder auffüllen. Jetzt habe ich noch ganz normales Druckerpapier genommen, weil für die Testdrucks brauchen wir nicht das teure Sublimationspapier. Den habe ich jetzt auch an den Strom angeschlossen und kann den hier einschalten. Dann kann ich hier die Sprache einstellen. Nehmen wir Deutsch. Das Land, Schweiz. Sommerzeit. Datumsformat, Tag, Tag, Monat, Jahr, Jahr. Dann müssen wir das eingeben natürlich. Heute haben wir den, bei mir, wo ich das aufnehme, ist der 26.03.2021. Zeitformat 24 Stunden, Uhrzeit. Mache ich hier gleich auch das Papier rein. Dann verweist er auf ein hier starten, was im Lieferumfang enthalten ist und damit meint er ganz einfach das Papier, das mitgeliefert wird. Und da steht, wenn er sagt hier starten, muss ich 5 Sekunden lang auf das Fragezeichen drücken. Dann sagt er was zu den Farben, das passt. Sicherstellen, dass die Behälter gefüllt sind, das passt. Und jetzt sagt er nicht ausschalten, die Initialisierung dauert circa 10 Minuten. Und jetzt sagt er mir, nach 10 Minuten Initialisierung abgeschlossen, mit Druckeranpassung fortfahren. Zum Anpassen drücken. Dann fragt er mich, will ich jetzt oder später die Druckerqualität anpassen? Das mache ich jetzt. Dann fragt er mich, ob ich jetzt das prüfen will. Sage ich drucken. Und dann sagt er, ich muss sicherstellen, dass A4-Papier drin ist. Und dann drucken. Dann sagt er mir, ich soll das Druckerergebnis überprüfen. Ne? Dann sagt er, ich soll entweder das auswählen, wenn es Punkte drauf hat, oder den blauen Punkt, wenn es sauber gedruckt hat. Bei mir
Ich zeige euch, vielleicht seht ihr das hier. Na, ich habe definitiv Punkte drauf, deshalb sage ich, ne, gehe hier auf Rot, sage, nee, ist noch nicht gut. Und dann sagt der Druckkopfdrüsen verstopft, Druckkopfreinigung ausführen, da sage ich ausführen und starten. Und was er jetzt quasi macht, er reinigt die Druckknöpfe nochmal. Und da hier auch beim Testdruck jetzt nicht erschrecken, wenn das nicht ein volles Schwarz ist. Es ist Sublimationstinte. Das heißt, die bekommt eigentlich erst die richtige Farbe, wenn man die dann mit der Hitze presst. Also es wird so ein bisschen matt sein, die Farbe. Das Ergebnis sieht schon ein bisschen besser aus, aber ist immer noch nicht gut. Deshalb mache ich das nochmal. Das mache ich jetzt einfach so oft, bis es sauber gedruckt hat. Ich habe das jetzt 4-mal gemacht. Der dritte sah eigentlich vielversprechend aus, aber dann beim 4. ist es quasi wieder schlechter geworden. Aber der lässt mich das auch nur 4-mal machen und dann geht der Menü einfach weiter. Das heißt, ich gehe nachher nochmal über die Druckqualität und versuche das noch ein bisschen zu verbessern. Jetzt fragte mich die Papiereinstellungen, in welche Kassette also ob ich in der Kassette A4, ja, Papierfach A4, okay, Faxeinstellungen will ich nicht, Fax noch nicht eingerichtet, später erinnern, nein. Und jetzt komme ich quasi schon ins Hauptmenü. Wenn er mit allem durch ist, dann kommt ihr ins Hauptmenü. Und was ich da jeweils euch empfehle, beim ersten Mal ist, dass ihr hier auf die Einstellung geht, ne? Dann Wartung und dann hier die Druckkopfausrichtung und das dann vertikal und horizontal macht. Und was ihr dann macht, der führt euch da wirklich durch und druckt immer wieder irgendwelche Blätter aus, wo ihr euch dann fragt, na, welches Resultat ist besser, 1, 2 oder 3 oder 4, einfach so viele wie ihr habt. Und das macht ihr alles quasi durch und es hilft einfach, dass ihr ein bisschen besseres Ergebnis bekommt. Und jetzt seid ihr eigentlich schon fast durch. Jetzt könnt ihr wie beim ganzen normalen Drucker noch auf eurem PC den Druckertreiber installieren und dann können wir auch schon mit dem ersten Druck starten. Und wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, kurz einen Testdruck von eurem PC machen. Ich habe immer noch das Druckerpapier drin. Das sieht soweit schon mal nicht schlecht aus. Jetzt, was ich bei meinem Design prompt vergessen habe, ist natürlich, dass wir es spiegeln müssen. Ne? Für den Sublimationsdruck müsst ihr euer Design immer spiegeln. Das mache ich noch kurz. Und jetzt werde ich das Druckerpapier rausnehmen und das normale Sublimationspapier reinmachen. Und da müsst ihr gucken, dass euch quasi die Hinterseite oder die Rückseite anguckt. Und dann drucken wir das nochmal. Ich habe das Ganze bei mir so ein bisschen getestet, zuerst auf dem Druckerpapier, wie ich die besten Ergebnisse bekomme. Und bei mir ist es so, wenn ich eine hohe Qualität einstelle beim Drucken und aber auch sage, dass es Fotopapier ist, dann bekomme ich eigentlich das beste Resultat hin. Und auch die Punkte und Streifen, die ich beim Testdruck drin hatte, die sind da nicht mehr drauf. Wenn ihr sagt, ne, von wegen, er hat kein Papier, je nachdem wie ihr es eingestellt habt, bei mir verlangt er das Papier hinten. Da müsst ihr einfach gucken, es hat ein Zeichen drauf, wo steht, in welche Richtung euer Papier rein muss. Und zwar ist es so, dass wenn ihr es hinten reingebt, dass die Rückseite des Papieres, also ihr gebt das Papier quasi so rein. Wenn ihr es hier unten eingebt,
Ne, da steht es auch in der Kassette drin. Da ist es so, dass euch die Rückseite anguckt, wenn ihr es reinlegt. Also da wirklich darauf achten, dass ihr das richtig einspult. Und so haben wir jetzt schon den ersten Druck, mit dem wir jetzt auch einen quasi Testdruck auf ein Stück Polyesterstoff machen. Und mit dem bin ich gleich zurück. Ich habe jetzt auf dem Tisch ein Stück Polyesterstoff, meine Hitzematte von der Cricut Heat Press. Ich habe die Cricut Heat Press, 2 Stück Backpapier und meinen Ausdruck, den ich ein bisschen zurückgeschnitten habe. Und bei der Heat Press müssen wir drauf gucken, dass wir die von der Temperatur her auf 200 Grad einstellen und dann bei der Zeit gehen wir auf 45 Sekunden. Und während die jetzt aufwärmt, kann ich das Ganze schon vorbereiten. Das heißt, ich lege ein Stück Backpapier drunter, weil es kann sein, dass die Sublimationstinte so ein bisschen durchdrückt durch den Stoff und da wollt ihr nicht eure Matte quasi dann voll sudeln. Normalerweise würde ich sowas eher unter der, also mit der Heat Press machen, aber dann seht ihr auch, dass das tatsächlich auch so funktioniert. Das Design, was seitenverkehrt ausgedruckt ist, das legen wir jetzt hier drauf. Und weil das Design ein bisschen größer ist als meine Heat Press und deshalb würde ich das normalerweise auch mit der großen Heat Press machen, mache ich das auf jeden Fall fest, damit mir das nicht verrutscht. Weil was ich machen werde, ist einmal auf der Seite zu pressen und dann rübergehen auf die Seite und hier zu pressen. Und da will ich einfach, dass sich da wirklich nichts verschiebt. Dann noch ein Backpapier drüber. Und jetzt presse ich das zweimal, nämlich einmal in diesem Bereich und einmal in diesem Bereich. Und mit ein bisschen Druck. Und jetzt schiebe ich nicht, sondern ich hebe die hoch und gehe wieder runter. Jetzt seht ihr, das Papier ist so ein kleines bisschen gelblich geworden, das ist völlig okay. Und jetzt, Achtung, nicht Finger verbrennen, ne? Das Ding 200 Grad. Ne? Von dem her, lasst das zuerst kurz ein bisschen auskühlen. Und wenn es eine Temperatur erreicht hat, wo ihr es anfassen könnt, dann könnt ihr hier den Kleber lösen. Und das in einmal hochheben. Und jetzt seht ihr, es hat praktisch keine Farbe mehr hier drauf auf dem Papier, aber wenn ihr euch das anguckt, das ist doch mal ein Ergebnis. Und das könnt ihr so jetzt auch waschen, das bleibt drauf. Was ich für mich auf jeden Fall noch umstellen werde, ist der Schatten. Der ist doch ein bisschen zu stark für diese Variante von Druck. Und man sieht in der Mitte auch so ein kleines bisschen, dass da weniger Farbe drauf ist. Und das ist genau der Zwischenschritt vom Hin- und Herschieben. Von dem her, ich gucke in der Regel drauf, wenn ich Sublimationsdrucke aufbringe, dass ich eine Fläche habe, wo ich ihn einmal pressen kann. Und ja, es funktioniert mit der Cricut Presse, aber ich bin dann doch ein Fan davon, solche Sachen mit der Happy Press zu machen, wo ich die ganze Fläche abgedeckt habe und auch einigermaßen einen Druck drauf habe und so dann auch ganz sicher bin, dass nichts verrutscht. Aber ne, es war auch ein Testdruck, um das Ganze mal anzugucken, aber ihr seht, ne, was ihr damit machen könnt. Und eben, dass so ein Epson Eco Print Drucker durchaus für sowas
verwendet werden kann. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war hilfreich für euch. Wenn dem so ist, dann drückt auch gerne auf den Like-Button unten. Die Materialien, die ich heute verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!